Mein Gast heute ist Professor Dr. Nils Finger. Nils Finger ist Professor für Supply Chain und regionaler Sprecher der Bundesvereinigung Logistik. Seine internationale Karriere begann er fast vor 20 Jahren in der Logistikindustrie und arbeitet mit großer Passion und Renommee an Themen rund um Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Management. Schönen guten Nachmittag. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, Herr Finger, die aktuelle Situation, es gibt Schlagwörter, Volatilität, Zerbrechlichkeit, VUCA, New Normal. Ja, die Pandemie ist vorbei, leben wir schon in dem New Normal? Ja, die kurze Antwort ist ja. Also ich denke, jeder, der in der Automobillogistik unterwegs ist, erlebt das tagtäglich, ja, dass die Welt sich einfach verändert hat. Wir haben es zu tun mit multilateralen Krisen, es kommt von allen Ecken Herausforderungen, permanent. Ja. Und ich denke, das VUCA-Konzept ist endlich in der Realität angekommen, weil ich meine, von akademischer Seite predigen wir das ja schon seit Jahrzehnten. Das gibt es ja schon seit den 90er Jahren, damals im Cold War-Kontext ja entstanden. Und wenn man sich diese 4 Elemente mal anschaut, dann beschreibt das ja in der Tat ganz gut, wo wir eigentlich stehen. Ja, also Volatilität, ja, also diese Unbeständigkeit, diese Unvorhersehbarkeit. Wir sehen das ja im Automobilbereich, Kundenpräferenzen, die sich ändern, Klimaveränderungen, Kostenveränderungen. Das ist wirklich was, womit wir tagtäglich leben. Und dann Unklarheit, Ungewissheit, ja, ich glaube, das müssen wir nicht jedem sagen, ne? Die Prognosen, die immer schwieriger werden und so weiter. Komplexität, ja, auch das, ich glaube, das ist teilweise auch sehr stark hausgemacht. Ja, wenn man überlegt, was sind denn Komplexitätstreiber, Prozesse, Systeme, Produkte. Natürlich müssen wir diese individuellen Produkte anbieten am Ende der Lieferkette, aber das treibt natürlich alles die Komplexität. Zu viele Lieferanten, zu viele einfach Drehstellen, das ist das, was auf jeden Fall die Komplexität beeinflusst. Und dann ja, Ambiguität. Ich denke, das ist was auch, wo viele sich schwer tun, das mit wirklich zu verstehen, aber diese Ambiguität heißt ja eigentlich die Mehrdeutigkeit, ne? Diese Kausalzusammenhänge. Ne? Und das sind ja auch die 4 Hauptfragen oder die beiden Hauptfragen hinter diesen 4 Elementen. Was wissen wir eigentlich? Ja? Und wie können wir eigentlich den Effekt von gewissen Aktionen, oder Entscheidungen, die wir treffen, vorhersagen. Und das ist ja eigentlich im Kern was VUCA versucht zu beschreiben. Und ja, es passt halt perfekt zu dieser Unbeständigkeit, zum New Normal. Vielleicht nochmal ein neues Konzept, was ja jetzt auch on vogue ist seit einigen Jahren, BANI, ja, brittle, also brüchig, anxious, non-linear and incomprehensible. Ja, das ist auch nochmal ein ganz schönes neues Modell, was im Endeffekt same, but different, aber im Prinzip auch ganz gut nochmal beschreibt, was ja, unsere Blutdruckraten und Burnout-Raten in der Automobillogistik schön hochtreibt. Ja. Ja. Was bedeutet eigentlich das New Normal? Ja, ich glaube, das ist das, was wir alle erleben, sowohl privat als auch im Geschäft. Also diese immer weitere Beschleunigung, Veränderung, diese ganze Disruption, die wir tagtäglich erleben. Und meines Erachtens, dieses Konzept dieser Triple Transformation, was die BVL auch ganz stark geprägt hat, beschreibt das ganz gut. Also Digitalisierung als Mittel zum Zweck, aber als zweierlei Bereiche darunter die Resilienz und die Nachhaltigkeit. Ja, also konzeptionell gedacht. Und was ich immer auch reingebe, ist ja neue Normalität. Es wird nicht einfacher, ja, das heißt die exponentielle Entwicklung, ne, noch schneller, noch komplizierter. Also es ist auch ein bisschen Respekt vor dem, was da vielleicht noch kommt in den nächsten Jahren. Auf der anderen Seite klassische Werkzeuge aus der Management-Toolbox sind wichtiger denn je. Ne? Also wir sprechen ja viel über Change Management im Digitalisierungskontext oder Change Leadership, aber auch klassisch, wenn ich über Resilienz spreche, dann ist das viel auch einfaches oder schwieriges Risikomanagement. Ja? Also Szenarien bilden, Contingency Management, Notfallpläne, die Leute informieren, schulen, ja auch zu überlegen, ne, was sind denn auch die relevanten großen Themen, auf die ich mich vorbereiten kann. Auch diese Unknown Unknowns, also was sind eigentlich auch die Dinge, die mich irgendwie treffen, die ich selbst, wenn ich meine Hausaufgaben mache, überhaupt nicht vorhersagen kann. Ne? Wie reagiere ich dann darauf? Das sind alles Dinge, die man natürlich besser jetzt im Vorhinein macht, bevor die nächste Herausforderung einen aus den Socken haut. Ja, zu dem Thema VUCA und Zerbrechlichkeit sehe ich einen guten Zusammenhang mit der Resilienz. Das ist nämlich ein Thema, welches wir sehr intensiv mit
unseren Kunden besprechen und versuchen zu lösen bzw. aufzubauen. Um resilienter zu sein, muss ich meine Prozesse revidieren, aber ich sollte auch digitalisieren, automatisieren. Wir sehen in vielen Unternehmen, dass man dann an dem Punkt ankommt, ich will jetzt digitalisieren, ich will jetzt automatisieren, aber ich mache das sehr häufig in der Hinsicht auf meine internen Prozesse. Ja. Ich sollte aber die Supply Chain mit in Betracht ziehen. Sehen Sie dort eine ungenutzte Möglichkeit? Ja, auf jeden Fall. Also nochmal, intern die Digitalisierung im Kontext von Logistik anzustoßen, ist ein super Start. Erfahrung zu sammeln. Da gibt es auch Potenziale außerhalb der Resilienz, viel Effizienzpotenziale zum Beispiel. Aber klar, ich glaube, die großen, auch die Treiber, wenn man sich anguckt, ne, was sind denn die großen Themen gerade, die um uns herum passieren, die kann man halt nur auf der externen Dimension wirklich vernünftig angehen. Und ich weiß nicht, wie viel Zeit wir fürs Interview haben, aber da gibt es echt eine sehr, sehr lange Liste an Themen, die wir uns da angucken können. Ne? Also Themen wie zum Beispiel CSR und nachhaltige Beschaffung, also im Sinne von wirklich langfristiger Beschaffung. Ja, also Rückverfolgbarkeit, Reputationsrisikominimierung, also Dinge. Ne, da sind wir halt schnell wieder bei der Digitalisierung und bei Themen wie Datenmanagement und solche Themen. Da passiert halt relativ viel und da sind sehr, 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 sehr viele Potenziale und wir könnten jetzt wirklich ziemlich viele Projektideen da meines Erachtens aufzeigen. Ja. Wenn wir uns schon mal die Digitalisierung und die Digitalisierung der Lieferkette anschauen. Ich meine, es gab ja einen großen Anstoß während oder nach der Pandemie. Sehen Sie da einen Fortschritt in den letzten 1-2 Jahren? Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist was auch Resilienz gezeigt hat. Also nochmal, das Thema Resilienz heißt ja zweierlei eigentlich Bouncing Backward. Also die Disruption ist Erdbeben oder was auch immer passiert. Wir sind zurück wieder auf unseren Füßen und laufen wieder weiter mit den Prozessen in Automobillogistik oder halt Bouncing Forward. Ja, also die Idee, das Innovationspotenzial, was darin steckt, zu nutzen. Und das ist auf jeden Fall einer der Haupttreiber, die sicherlich auch einen guten Anstupser gegeben haben. Und es reiht sich aber mittlerweile in eine Reihe von vielen, vielen anderen Treibern. Ne? Wettbewerb, Regulatorien, Kontext Nachhaltigkeit zum Beispiel, die immer stärker anziehen. Nicht nur hier in Europa, auch wenn das von der Presse immer so schön dargestellt wird. Das sind einfach verschiedene Treiber, die gezeigt haben, es ist schwierig, aber es ist machbar. Wir waren ja gezwungen, sehr, sehr schnell zu reagieren. Auf diese Kultur, die wir ja gerade in der Automobillogistik haben, oft Overthinking, Overengineering, das gab halt kein Ja, aber. Wir mussten es halt machen und wir haben erlebt, dass es geht. Es war nicht alles perfekt, aber es hat funktioniert und ich glaube, das hat so ein Momentum erzeugt, das wir bis heute sehen. Sicherlich sind wir auch hier und da natürlich limitiert durch Skillsets, durch andere Prioritäten, durch Budgetprobleme. Aber insgesamt sehe ich da eine tolle neue Beschleunigung und das nimmt halt auch viele andere Baustellen mit auf, die Digitalisierung. Weil es ist ja immer nur Mittel zum Zweck. Wir sprachen über Resilienz und Nachhaltigkeit. Das sind ja die großen Center-Stage-Themen aktuell und die werden natürlich dadurch beschleunigt. Ja. Wenn wir bei dem Thema bleiben, wie schneidet denn Deutschland beim Thema Digitalisierung ab? Deutschland meines Erachtens, vielleicht vergleichen wir das mal mit ein paar anderen Ländern, hat halt sehr, sehr spezielle, ich sag mal, Stärken, aber auch Herausforderungen. Also wenn man sich das mal anguckt im Vergleich vielleicht auch mit anderen Ländern, wir haben einen sehr starken Mittelstand zum Beispiel, eine tragende Säule unserer Wirtschaft, wo wir aber auch oft sehen, dass denen die Ressourcen fehlen zur Digitalisierung. Das heißt, da wird sehr stark dann auch auf externe Partner oder auf Sparflamme digitalisiert, was sicherlich hier und da kritisch ist. Auf der anderen Seite aber auch nochmal eine Charakteristika in Deutschland, dass wir sehr starke Förderprogramme haben. Das heißt, finanzielle Art und Beraterart, digital jetzt ausgelaufen im letzten Jahr. Das waren sicherlich tolle Programme, die auch nochmal ein bisschen Unterstützung leisten. Ich war lange in Asien in der Logistik unterwegs und wenn ich mit Kollegen und Kunden gesprochen habe, was zeichnet denn so die deutsche Automobillogistik aus? Klar, ich meine generell unsere starke industrielle Basis, also neben Automobil vielleicht Chemie, Maschinenbau, solche Bereiche. Da geht es ja sehr stark um Qualität, um Präzision, um Compliance. Ja, wir haben hohe Sicherheits- und Umweltstandards und
Auf der einen Seite kann das natürlich das Digitalisierungsthema beschleunigen, wenn ich über Daten spreche und so weiter. Das heißt, dann ist es natürlich schon was das Thema Digitalisierung vorantreibt. Allerdings ist das auch so ein bisschen diese Vorsichtshaltung, ne, dass man jetzt nicht mal irgendwie leicht probiert, vielleicht hier und da. Da sind wir vielleicht hier und da auch ein bisschen gehemmt. Ja, und ja, wir können es ja gerne mal, ich weiß nicht, mit 2, 3 Ländern vergleichen. Nehmen wir zum Beispiel China, ja, die natürlich jetzt sehr stark sich weiterentwickelt haben. Da hatten wir halt auch eine sehr starke zentrale Unterstützung, auch Kontrolle von der Regierung. KI, IoT, da sind die einfach mittlerweile innerhalb von wenigen Jahren Weltführer geworden. Das ja, kann man natürlich auch kritisch sehen. Ne? Da geht es natürlich auch um Datenschutz oder auch gewisse Regulatorien, die da ein bisschen mal nebensächlich sind. Ja, keine Ahnung. Auf der anderen Seite vom Teich, wir sind ja in so einer Sandwich-Position zwischen USA und China. Wenn man mal USA sich anschaut, die sind natürlich ganz anders getrieben. Da geht es viel, unsere Dinosaurier machen ja viel selber oder mit Hilfe von anderen. In den USA haben wir eher die Perspektive, dass da Tech-Giganten zum Beispiel Themen auch im Logistikbereich vorantreiben, mal eben als Nebenthema. Du hast da auch sehr viel Venture Capital, starke Venture Capital Kultur. Das heißt, Startups, Ideen werden sehr schnell skaliert und gefördert, wo das ja bei uns eher traditioneller funktioniert. Ja. Ich meine, wir haben auch eine Venture Capital Startup Szene, die sicherlich auch ihren guten Beitrag dazu leistet, aber ne, da gibt es auch andere Länder. Österreich zum Beispiel gibt gerade sehr, sehr viel Gas, meines Erachtens in dem Kontext. Ja, und sonst vielleicht noch 1, 2 Beispiele. Ich weiß nicht, Japan zum Beispiel, ja, auch eine große Automobillogistikindustrie. Da sehe ich es eigentlich relativ ähnlich wie in Deutschland. Die haben allerdings meines Erachtens auch noch eine kulturelle, sowohl Landes- als auch Unternehmenskulturdimension, die das so ein bisschen hemmt, die Transformation. Ja, und vielleicht ja abschließend Nordics, Skandinavien. Ne, wenn man so kleine Märkte nimmt wie Dänemark, Schweden, wo ja auch noch ein bisschen Industrie im Automobilbereich ist, die haben sicherlich einen Vorteil auch im B2B- und B2C-Bereich Richtung Akzeptanz von Innovationen und neuen Veränderungen, also auch Nachhaltigkeit, nicht nur Digitalisierung. Da passiert halt sehr, sehr viel mehr als vielleicht in größeren Ländern wie in Deutschland. Ja, also im Verhältnis natürlich immer zum Markt. Ja. Super. Wir haben ja das Thema Resilienz schon mehrfach angesprochen. Was könnten Ihrer Meinung nach die Unternehmen noch tun, um resilienter zu werden? Ja, da auch wieder meine Frage, wie viel Zeit haben wir? Also das ist eine lange, lange Liste. Ich weiß ja auch nicht immer, wer jetzt der Zuhörer ist und wie weit jeder ist. Wir sind halt sehr divers unterwegs und viele Unternehmen haben ja schon sehr viele Initiativen gestartet und sind auch schon sehr gut in manchen Bereichen aufgestellt. Ich kann ja einfach mal ein paar Beispiele nennen. Ja, also wir können uns gerne auf den Mittelstand konzentrieren. Ja, gerne. Also da auf jeden Fall Thema Resilienz. Ein ganzheitlicher, proaktiver Ansatz, der Themen mitnimmt und ja, entlang, das sage ich immer ganz gerne am Anfang zu überlegen, strategisch, wo stehen wir, wo wollen wir hin, also das Ganze auch messbar machen. Was heißt denn eigentlich Resilienz? Ja, also wenn ich mal google KPIs für Resilienz, ja, da sehe ich sehr schnell konkrete messbare Themen, die ich halt auch dann angehen kann. Also zum Beispiel Redundanzen. Ja, wo habe ich redundante Supplier? Wie lange brauche ich Agilität, Flexibilität, Produktionssystem zum Beispiel, wenn ich ein Problem habe, identifiziert? Ist es entstanden? Bis wann habe ich es identifiziert? Bis wann habe ich eine Lösung? Ja, das heißt, diese Zeiten zum Beispiel sich anzugucken. Wie eng bin ich im Austausch mit Partnern? Ja? Wir haben eben über CSR, Nachhaltigkeit gesprochen. Das sind auch alles Risiken, die unter Resilienz mit reinfallen könnten. Bestandsniveaus, ja, das ist natürlich auch was, wo wir gerade eine Tendenz wieder seit einigen Jahren erleben, wo es ein bisschen in die andere Richtung läuft. Das sind gute Beispiele, Reportings, Datenmanagement natürlich auch vor allem ein Riesenthema, gerade auch da wieder extern, ja, also mit Partnern, einerseits die Daten zusammenzubringen von verschiedenen Quellen, von verschiedenen Systemen, sowohl intern als auch extern, eine große Turnaufgabe für viele. Und dann aber auch was mache ich dann damit? Also die Data Analytics Niveaus, Descriptive Diagnostic, ja, zu natürlich irgendwann auch Richtung Champions League, Predictive, Prescriptive. Ja, da müssen wir natürlich hin. Und das sind alles Themen, die natürlich stark auf die Resilienz einzahlen. Auch wieder wirklich auch Messen von Zeiten, wie lange dauert es, bis ich einen neuen Partner einphase.
wie viele Systeme habe ich, die nicht verbunden sind, die aber verbunden werden sollten. Also da gibt es ziemlich viele Möglichkeiten, einfach zu identifizieren, wo stehen wir. Ja, und dann realistische erste, kleinere Projekte anzugehen, wo man dann auch wirklich gute Erfolge erzielen kann, relativ schnell, intern und extern. Wir haben heute auch in dem Vortrag schon gehört, Ja. das Wichtigste bei allen diesen Themen ist, man muss tun. Ja. Einfach anfangen. Ja. Jetzt ist die Frage natürlich, wo soll ich denn anfangen? Sprich, wenn die Unternehmen soweit sind und sie sind sich bewusst, sie müssen etwas tun, wo sollte man dann am besten anfangen? Gibt es da Best Practices aus Ihrer Sicht? Ja, also man sollte auf jeden Fall einen strukturierten Ansatz wählen. Und ich predige immer gerne Strategy first. Also tatsächlich am Anfang eine Strategie sich zu überlegen. Strategie heißt ja am Ende ein geplantes Maßnahmenbündel, um ein Ziel zu erreichen. Das heißt zu gucken, wo stehen wir und wo wollen wir eigentlich hin. Thema Digitalisierung, da halt wieder die Unterbereiche, Transparenz, Resilienz, was weiß ich, was ich vorhabe. Also da genau zu überlegen, was muss ich eigentlich erreichen, getrieben durch interne und externe Treiber. Am Ende stehen natürlich auch viel die Unternehmensziele, die ich natürlich durch so eine Digitalisierungsstrategie für die Logistik erreichen will. Ich soll es auch ein bisschen weiterdenken, also nicht nur über Logistik, sondern auch Richtung externen Partner, aber auch andere Funktionen im Unternehmen, Beschaffung und Co. Das sollte man schon ein bisschen interdisziplinärer denken. Und sich dann quasi eine Roadmap zu überlegen, was mache ich aber auch nicht. Das heißt ja auch Strategie, ganz klar dann auch die Vorgabe zu geben, zu kommunizieren und dann einfach mal machen. Und vor allen Dingen da auch mit Low-Hanging Fruits anzufangen. Ich glaube, keine Unternehmung ist ja komplett am Anfang der Reise. Ja, das heißt, wir haben ja alle unsere Erfahrungen durch Covid gemacht und so weiter. Aber da auch zu überlegen, wo stehe ich heute, was ist denn der nächste Schritt im Reifegrad sozusagen und was sind vielleicht schöne auch Pilotprojekte, die wir probieren können, wo wir weitere Erfahrungen mit den großen Themen heutzutage KI und Co. mal auf kleiner Flamme vielleicht entwickeln können, daraus zu lernen, das Risiko zu minimieren, dann aber auch intern die Überzeugung zu leisten, schau mal, es funktioniert, um dann vielleicht auch das weiter zu skalieren. Das ist, wie gesagt, oft ein Leadership-Thema, aber auch ein starkes Governance-Thema. Also zu sagen, wie koordiniere ich denn die ganzen Projekte in meinem Unternehmen? Wie mache ich auch sicher, dass wenn wir jetzt hier Lessons learned haben, dass die transferiert werden, dass nicht verschiedene Business Units ähnliche Themen isoliert voneinander redundant investieren und da fortlaufen. Und dann sicherlich, wie gesagt, sich ein paar Technologien auszusuchen. Datenmanagement, da sehe ich sehr, sehr viel Potenzial. RPA, ja, da haben viele auch schlechte Erfahrungen mitgemacht, das muss man auch sagen. Jetzt kommt ja auch die nächste Welle mit RPA durch KI, das heißt, die Bots werden klug und nicht stumpf irgendwie dumme Prozesse duplizieren, digitalisieren. Ist immer noch besser, als wenn wir es manuell machen. Aber da sehe ich zum Beispiel ziemlich viel Potenzial, um einfach auch Kapazität zu schaffen. Das heißt, gerade im Automobillogistikbereich, aber auch drumherum, Personalmanagement, Finance und so weiter, gibt es unheimlich viele Potenziale im Mittelstand, was ich so sehe. Da einfach sich ein bisschen Luft zu schaffen, auch gerne auch selber, mit Microsoft Power Automate zum Beispiel, Dinge zu optimieren, um dann wieder mehr Zeit haben für proaktivere, strategischere Themenfelder einfach. Genau. Ja, und am Ende sind so viele Management-Themen einfach, die drumherum mit bedacht werden sollen. Also wir sprechen ja oft um diesen Kulturwandel, dass man wirklich die Unternehmensmitarbeiter auch dahin bringt, dass sie es können, Schulungen, dass sie es wollen, vielleicht Incentives, ja, und dass sie es auch dürfen. Dass dieses Empowerment sozusagen, dass wir sagen, hey, schau doch mal, gib doch mal dein größtes Problem rein oder was das Langweiligste ist deines täglichen Jobs. Kann Digitalisierung in der Tat wahrscheinlich dich ein Stück weit unterstützen. Ja, und was mich letztlich immer so ein bisschen wundert, ist zum Beispiel, dass wir haben ja in der Automobillogistik eigentlich die DNA der kontinuierlichen Verbesserung, Kaizen, Six Sigma und Co., das auch auf die Digitalisierung anzuwenden. Ja, das heißt auch da nach Projekten wirklich Lessons learned rauszuziehen, wie kann man sich kontinuierlich verbessern. Es muss ja nicht immer die große disruptive Geschichte sein. Es können auch gerade im Mittelstand eher kleinere Schritte sein, die uns zum Ziel bringen und Feedback einholen. Also mit Mitarbeitern operativ sprechen, mit Kunden, mit Partnern, die man sich reinholen kann. Ich glaube, das ist vielleicht auch noch eine letzte Empfehlung, dass man sowas gar nicht vielleicht alleine machen sollte, sondern natürlich, es gibt Berater, die das bei anderen Unternehmen gemacht haben, die kosten vielleicht ein bisschen Geld, aber es ist meistens teurer, es selber mal auszuprobieren und es dauert dann länger oder ist dann nicht so gut. Oder Technologiepartner mit an Bord zu holen. Ja. Zurück zu dem Thema KI. KI begleitet uns schon sehr lange. Ich denke, seit der Zeit des ChatGPT hat sich die Bedeutung des Wortes ziemlich geändert.
Wie sieht denn die Adoption von Werkzeugen wie Copilot oder ChatGPT in der Logistik aus? Sehen Sie da einen Trend zum Beispiel beim BVL oder was ist so das Feedback vom Markt? Ja, also ich glaube, wenn wir uns irgendwie in 30, 40 Jahren nochmal für so ein Interview treffen werden und in die Geschichtsbücher gucken, dann ist das jetzt gerade hier diese Dekade, die Zeit, wo die KI, ja, nochmal, klar, die gibt es schon länger, aber skaliert im Privat- und im Businessleben. Ja? Und ich glaube, auf zweierlei Niveaus. Das eine sind natürlich die offiziellen großen Projekte, die jetzt viele Unternehmen angehen, wo viele auch sehr stark schlucken. Sind sie nicht gerade günstig in der Wesenssache insgesamt. Und wir haben auch schon erste KI-Projekte, die vor die Wand fahren. Das heißt, die nicht das erzielen, was vielleicht erzielt war. Das heißt, es gibt auch schon wieder so ein bisschen Skepsis, ein bisschen Zurückhaltung beim einen oder anderen, erstmal vielleicht andere Dinge zu machen. Auch kritisch, ja, ich glaube, das ist unumgänglich, sich damit weiter auseinanderzusetzen und da gibt es halt auch schon gute Plug-and-Play-Möglichkeiten, immer davon abhängig, wo man steht. Das Zweite, was ich sagen will, ist, das sind die offizielle Seite. Ich zum Beispiel in meiner Hochschularbeit sehe sehr stark, dass natürlich die Digital Natives und auch erfahrene Business-Kollegen sehr stark KI selber nutzen, gerade ChatGPT und unterm Radar quasi ihre tägliche Arbeit damit optimieren. Also sei es stumpfe Verfassen von E-Mails, Datenanalysen, PowerPoints zu erstellen. Das ist sehr, sehr viel schon im Gange und das ist natürlich auch was, das kann man ignorieren. Ja? Wir nannten das früher dieses Bring Your Own Device, ja, irgendwie WhatsApp im Einsatz oder wie immer auf Low-Tech-Ebene. Das ist jetzt ein Stück weit weitergekommen und auch da muss man sich natürlich überlegen, unterbinden kann man es nicht. Man muss es aber schon überlegen Richtung Spielregeln, gerade natürlich, wenn es darum geht, dass da Unternehmensdaten zum Beispiel reingegeben werden von Mitarbeitern, die es vielleicht auch unwissentlich tun und das natürlich auch eine gewisse Gefahr birgt. Ja. Ja. Ja, und das letzte Thema, wahrscheinlich eines der wichtigsten, ist immer das Thema Geld. Ja. Ja. Was wir nicht nur mit den Rednern heute, sondern auch auf dem Markt beobachten, ist, dass das Cashflow knapper wird. Um zu digitalisieren, um in solche Projekte zu investieren, brauche ich ja Geld. Ja. Wie sieht es denn nach Ihrer Sichtweise aktuell in der Supply Chain aus, was Cashflow angeht? Ja, also natürlich ist es eine schwierige Situation. Ich meine, wir haben Budgetherausforderungen. Im Beschaffungskontext ist immer noch das Thema Cost-Saving das Hauptkriterium und wird es auch bleiben. Natürlich sind jetzt weitere Kriterien vielleicht auch mit mehr Gewichtung reingekommen über die Jahre. Aber natürlich, wenn wir über Resilienz sprechen, heißt es auch ein Stück weit, wir sind teurer. Wir sind nicht mehr bei Just-in-Time, sondern Just-in-Case. Wir haben über Bestände, wir haben Geografien, die sich verschieben. Das heißt, ich habe Dual-Sourcing-Optionen und so weiter. Das sind ja alles Themen, die auch ein Stück weit Kosten hochtreiben. Dann kommt on top jetzt das Thema Digitalisierung und ich sehe viele Unternehmen, die dadurch zögerlich sind. Und sicherlich ist das schwierig, aber trotzdem, ja, also diesen Business Case zu bauen, ja, ein Stück weit auch in Vorleistung zu geben, weil ich investiere ja quasi ein Stück weit dann in neue Potenziale, um zum Beispiel meine Mitarbeiter zu entlasten, was ja immer auch ein großes Thema wird. Ich finde immer weniger Leute, das heißt Automatisierungsthemen zum Beispiel. Da erlebe ich zum Beispiel in meinen Projekten gerade sehr stark auch, ja, Geld ist knapp, aber wir haben auch keine Alternative. Das heißt, wir müssen es eigentlich tun, ja, weil wir sind nicht sexy, wenn wir es nicht tun, weil die Digital Natives und die Talente wollen nicht bei uns arbeiten, wenn wir nicht in einer digitalisierteren Umgebung agieren. Und B, wir finden auch gar keine Leute. Das heißt, ein Stück weit Replace Machine mit versus Human. Ja, also das heißt, da ist gar keine Möglichkeit. Aber hey, also fair enough. Aus Cashflow-Sicht kann ich das völlig nachvollziehen. Und natürlich haben wir auch den Druck von gerade im Automobillogistikbereich von der OEM-Seite. Und ich meine, wir können uns die Finanzsituation ja angucken. Ja, wir sehen ja, wie das Gefälle ist, auch was Beschäftigungseinstellungen geht. Ja? Das heißt, die OEMs, da geht es hoch, bei den Suppliern geht es runter und auch die Ergebnisse. Also selbst, wir sehen jetzt auch schon dieses Gefälle, was ja auch näher an die OEMs rangeht. Wir haben es ja alle mitbekommen, die großen Themen bei Bosch, bei ZF, bei Conti. Ja, das ist ja auch ein Stück weit besorgniserregend, wenn wir sehen, dass eigentlich das ja tragende Säulen sind der Automobillogistik. Ja. Wunderbar. Somit wären wir auch beim Ende unseres Interviews. Vielen Dank für die Zeit, für das sehr interessante Gespräch. Und ja, ich freue mich bis zum nächsten Mal. Ja, danke für die Einladung. Immer gerne.